Hi, das da ist keine Kaffeemaschine, das ist der Beefer. Und was man mit dem macht, das seht ihr in der heutigen Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei! Da steht er also, der Beefer. Der Beefer ist ein 699 € teures Gerät, welches euch wirklich perfekte Steaks zaubern kann. Das ist nicht mein Beefer und ja, da ich ja den Rennwagen habe, denke ich auch nicht, dass ich zwingend einen brauche. Ich würde den in die Kategorie Gadgets oder Lifestyle-Produkt einstufen, aber ich habe ihn jetzt mehrfach benutzt und ich bin wirklich begeistert. Damit kriegt er wirklich super gute Steaks hin, beziehungsweise eine unfassbar gute Kruste. Und wie das alles funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Bevor wir unser Steak auf den Beefer schmeißen, müssen wir es erstmal vorbereiten. Und das beginnt lange bevor wir es grillen, denn ihr solltet es mindestens 2 Stunden vorher aus dem Kühlschrank genommen haben, damit das Fleisch Raumtemperatur, Zimmertemperatur annehmen kann, damit ihr, nachdem ihr es dann scharf auf dem Beefer angegrillt habt, auch eine wunderbare Kerntemperatur erreichen könnt. Ich habe jetzt hier ein wunderbar leckeres Dry-Aged Kotelett vom bunten Bentheimer Schwein. Das habe ich von Jürgen David aus Worms bekommen. Das wird jetzt gleich einfach hier an der Fettseite eingeritzt, ein bisschen gesalzen, darf noch ein bisschen liegen bleiben. Und jetzt starten wir mal den Beefer. Bevor ihr den Beefer anschmeißt, müsst ihr den Grillrost rausnehmen, damit er nicht heiß wird. Das ist ganz schön wichtig, denn sonst würde das Steak, wenn das aufgeheizt ist, von unten zu schnell garen. Jetzt kommen 2 Dinge, die mir am Beefer aufgefallen ist, und spätestens daran merkt ihr, das wird hier keine Verkaufsveranstaltung. Zum einen habe ich mich gestern, als ich diesen Heber hier angefasst habe, 1A geschnitten. Das Zeug das könnte man irgendwie wenigstens mal abrunden. Das ist sauscharf und ich kann nicht verstehen, warum das nicht irgendwie mal ein bisschen abgerundet sein kann. Da kann man sich echt blöd dran verletzen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wenn ihr den starten wollt, da gibt es keinen Starterknopf oder dergleichen. Es gibt an der Rückseite vom Gerät einen Gasregler und der kann nur kleine Flamme und große Flamme. Das heißt, ihr bekommt mit dem Beefer zusammen Streichhölzer geliefert mit langem Holz. Ich nehme jetzt einfach halt hier ganz normal das Feuerzeug mit dem langen Stiel und dann drückt ihr halt eben hinten am Gerät den Knopf runter, haltet kurz das Feuerzeug drunter, dann macht es Fump und dann ist das Ding an. Und jetzt seht ihr auch langsam hier unten die Sizzle Zone, die quasi von oben nach unten leuchtend eingebaut ist und die eben dafür sorgt, dass das Steak mit 800 Grad befeuert wird und eine unfassbar gute Kruste bekommt. Wir lassen den jetzt mal ordentlich aufheizen und dann geht's weiter. Der Beefer läuft jetzt seit ungefähr 5 Minuten und ist richtig knacke heiß. Das Steak habe ich in der Zwischenzeit auf diesen Träger hier getan und das wird jetzt eben eingeschoben und dann bricht die Hölle los. Nach nicht mal einer Minute nehme ich es mal raus und ihr könnt jetzt schon sehen, was für eine wunderbare Kruste das ist. Jetzt wird das Steak einfach gewendet. Und dann kommt es nochmal für 1 Minute in den Beefer. Hier seht ihr wunderbar, wie die Flammen, die von der oben liegenden Sizzle Zone kommen, auf das Fleisch treffen. Das ist der absolute Wahnsinn. So, das Steak ist jetzt fertig angegrillt. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Und das legen wir jetzt unten in den Beefer rein. Drehen die Temperatur auf niedrig und lassen es jetzt noch zu seiner perfekten Kerntemperatur ziehen. Das wird jetzt ungefähr so 10 Minuten dauern.
Zwischendrin werde ich es einmal wenden, damit weil es nach wie vor strahlt ja diese Sizzle Zone von oben Hitze ab. Das ist jetzt natürlich bei weitem nicht mehr so viel, wie es vorher war, aber es braucht seine Zeit und die nehmen wir uns jetzt. Nach dem Angrillen mit dem Beefer hatte das Steak jetzt eine Kerntemperatur von 32 Grad. Jetzt habe ich es eben da unten reingelegt und hat jetzt inzwischen schon 34. Wir lassen das jetzt 5 Minuten auf der einen Seite, dann drehen wir es auf die andere Seite und dann können wir bald essen. So, das Steak ist fertig. Wir haben eine Kerntemperatur von 57 Grad erreicht. Und schaut es euch an. Ist nicht ein Traum? Und jetzt schneide ich es mal auf. Heiß ist es, das kann ich euch sagen. Vielleicht könnt ihr das sehen hier an der Seite schon. Das ist also wunderbar herrlich zart und saftig. Dann schneiden wir das Steak jetzt mal an. Ihr könnt sehen, wie saftig das ist. Also von außen eine richtig schön krosse Kruste und innen herrlich saftig. Das ist absolut perfekt. Noch ein bisschen Salz drüber. Und wir sind bereit zum Essen. Noch ein kurzes Fazit zum Beefer. Der Beefer ist ein super Gerät. Also wenn ihr ein Steak mit einer perfekten Kruste machen wollt, ist das auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Hilfsmittel dafür. Es gehört aber natürlich dann irgendwo doch in die Kategorie Gadgets und Lifestyle-Produkte, denn 700 € für eine perfekte Kruste auf dem Steak, naja, es gibt so 2, 3 Dinge, die man vielleicht noch verbessern könnte, die, denke ich, bei dem Preis auch so sein sollten, dass man sich zum einen halt eben nicht schneidet, wenn man dieses Teil nimmt, mit dem man den Rost rausnehmen will, und zum anderen eine Zündfunktion müsste ja irgendwie machbar sein. Wie gesagt, mir gefällt super gut, wie man damit eine Kruste hinbekommt. Perfekt ist es, wenn man das Steak vorher sous vide vorgart. Das heißt, das Steak also schon eine optimale Kerntemperatur hat und man wirklich nur noch es kurz einschiebt und eine perfekte Kruste zaubert. Ich denke, damit kann man seine Gäste richtig begeistern. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen. Eventuell macht ihr es auch nach, das würde die Firma Beefer sicherlich freuen. Bis zum nächsten Mal, Barbecue aus Rheinhessen.